Wir sind Jessie und Roberto und nach einem Jahr Reisen in Europa konnten wir nun endlich unseren Van am Hafen von Halifax abholen, um in unseren ersten Roadtrip auf der Panamericana zu starten. Bevor wir nun aber die bunten Häuser der Fischerdörfer und die mystische Stimmung der Küste von Nova Scotia erleben können, gilt es, den Van für die Straße vorzubereiten. Und dabei steht auch das Thema Nachhaltigkeit an. Ja, leider lässt sich vor allem das mit dem Plastik auch heutzutage in den Läden immer noch schwer vermeiden. Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir fahren gerade los aus dem Airbnb in Halifax. Jimmy ist gepackt und ja, jetzt heißt es mal losfahren. Und als allererstes müssen wir mal unseren Wassertank füllen. Und die Besitzerin vom Airbnb hier war so freundlich, dass wir es hier machen können. Also machen wir das als erstes. Unsere Box haben wir natürlich gestern auch schon befüllt. Und da drin befinden sich alle unsere Wassersachen, Schläuche und unser neues Wasserfiltersystem. Das zeigen wir euch nachher noch. Die Länge des Schlauchs passt perfekt. Zum Glück haben wir noch eine Verlängerung dabei. Ich glaube, die werden wir hier öfters brauchen als in Europa. Wir waren uns ja ein bisschen unsicher, wie das mit der Wasserversorgung hier in Kanada und Amerika allgemein funktionieren wird. Es ist ja, wir versuchen ja immer auf der Reise auch irgendwie ressourcensparen und nachhaltig unterwegs zu sein. Das heißt, wir möchten möglichst vermeiden, im Supermarkt irgendwie Plastikflaschen mit Wasser kaufen zu müssen. Bis jetzt starten wir ja schon mal recht gut hier mit unseren Nachbarn, wo wir da direkt das Wasser in den Tank füllen können. Und wir nutzen dabei auch gleich unser neues Filtersystem. Das haben wir abgegradet, nachdem wir ein Jahr in Europa unterwegs waren, sind bisher bestens zufrieden damit. Aber mehr dazu erzählen wir euch später. So, und jetzt geht es weiter zum Einkaufen und Gas befüllen und tanken. Ja. Wir sind gerade an der Adresse angekommen, wo wir wohl hoffentlich unsere Gasflasche füllen können sollten. Wir haben ja unsere deutsche Flasche mitgenommen und hoffen, dass sie uns hier füllen. Wir haben von anderen Vanlifern unterwegs schon gehört, dass das hier wohl möglich sein soll. Also hoffen wir das Beste. Ja? Sieht gut aus. Also die füllen es. Ich muss nur kurz schauen, ob die Adapter, die wir haben, ob die funktionieren. Aber ja, kein Problem. Sehr gut. Which one is it? This? No, it should be, it might be that one. Yeah, it looks like this. Okay. Also die Kanadier, die sind schon sehr freundlich und auch jetzt wieder, er hat uns die Gasflasche gefüllt und als wir bezahlen wollten, da meinte er, nö, passt schon, sind ja nur ein paar Liter, ist okay, müssen wir nichts bezahlen. Und ja, einfach aus dem Nichts so, ja, ist unglaublich. Und wir sind froh, dass der Adapter funktioniert, denn ja, wir wussten auch nicht, ob das funktionieren wird, aber mit diesem Adapter ist es offensichtlich möglich, die Flaschen hier zumindest in Kanada zu befüllen. Nachdem das jetzt auch so gut geklappt hat, geht es gleich weiter zum Einkaufen. Mit den Einkäufen sind wir damit auch schon durch und unterwegs waren wir auch schon tanken. Und ja, ich habe ja vorhin von Nachhaltigkeit gesprochen. Das ist natürlich mit Diesel ein bisschen schwer vereinbar, aber wir haben ja auch ein älteres Auto. Und ja, wir versuchen dafür in anderen Bereichen so nachhaltig zu sein, wie es geht. Das machen wir gerade eben zum Beispiel auch mit diesen Stoffbeuteln, wenn wir einkaufen gehen, da tun wir unser Gemüse rein. Denn ja, leider lässt sich vor allem das mit dem Plastik auch heutzutage in den Läden immer noch schwer vermeiden. Und wenn wir gerade von Plastik sprechen, wir trennen, wenn möglich, auch unseren Abfall. In Europa war das je nach Land mal möglich, mal nicht so möglich, aber hier in Halifax oder in Kanada ist das auch möglich. Und wir haben hier so einen Tipp mal bekommen mit so einer Papiertüte, wo man dann den Sack drüber stülpen kann. Danke Laura dafür.
Und da trennen wir einmal Papier und einmal die restlichen Recyclables, wie sie es hier nennen. Also das ist Plastikverpackung, Tetrapack, Dosen und Glas. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich 1, 2 Sachen vergessen. Auf jeden Fall, ja, so viel dazu, zu unserer Nachhaltigkeit auf Reisen. Wie bereits heute Morgen erwähnt, haben wir unser Wasserfiltersystem nach einem Jahr in Europa abgedatet. Und ja, nach langer Recherche sind wir zu Alpfilter gekommen. Und wieso wir uns dafür entschieden haben, erzählen wir euch jetzt. Ein zentraler Punkt ist die Wasserqualität und da haben wir mit Alpfilter den bestmöglichen Partner für uns gewählt. Denn ja, mit den entsprechenden Wasserfiltern, die Alpfilter zur Verfügung stellt, können wir jedes Mal sicher gehen, dass in unserem Tank nur trinkbares Wasser reinkommt. Außerdem legt Alpfilter genauso viel Wert auf Nachhaltigkeit wie wir. Und statt Plastik wird wenn möglich Biokunststoff verwendet und die ganze Entwicklung und die Produktion findet regional in Deutschland statt. Wir haben uns für das Fusion Set mit Koffer entschieden. In diesem Set sind diese 2 Aluminiumgehäuse mit enthalten. Da drin befinden sich die Filter. Ja, und als Filter haben wir einmal den Aktiv-Kohlefilter. Damit wird vor allem Geruch und Geschmack neutralisiert. Und zusätzlich haben wir noch einen Nanofilter, da werden vor allem Keime und Bakterien herausgefiltert. In dem ganzen Set mit enthalten ist noch dieses Verbindungsset, damit wir das an unseren Gardena-Anschluss anschließen können und somit den Wassertank befüllen können. Dazu haben wir noch diese Pads mit dabei, die werden im ganzen Filtersystem zuvorderst reingeschraubt, um Sedimente und Rohrablagerungen zu filtern. Außerdem noch eine wichtige Sache für alle Reisenden unterwegs: Alpfilter verschickt ihre Produkte weltweit. Somit muss man nicht unnötig viele Ersatzkartuschen mit dabei haben, sondern kann die ganz bequem von überall nachbestellen. Für die nächsten 2 Wochen erhält ihr mit dem Gutscheincode CHIRPY10 10% Rabatt. Wir verlinken euch alles unten in der Videobeschreibung. Schaut doch bei Alpfilter auf der Webseite nach, die haben richtig coole Sachen, auch für zu Hause. Ja, wir räumen jetzt auf und sehen uns morgen dann wieder. Guten Morgen oder besser gesagt guten Mittag. Es ist wieder ein bisschen später geworden, aber dafür sind wir mit den Erledigungen soweit fertig und wir starten unseren ersten Roadtrip. Wir verlassen Halifax, wir fahren nur etwa 1 Stunde, ein bisschen mehr und sehen uns wieder in Lunenburg. Auf dem Weg nach Lunenburg gibt es hier noch Mahoney Bay, glaube ich heißt das. Und wir dachten, wir fahren einfach nur durch, aber es sieht richtig süß aus. Jetzt überlegen wir, ja, ob wir vielleicht auf dem Rückweg doch noch mal kurz hier Halt machen. Die bunten Häuser und so, das sieht schon richtig hübsch aus. Aber mal sehen. So mit dem Wasser noch. Wow, was war denn das bitte für eine Strecke hierher? Also richtig traumhaft, hatten wir uns so gar nicht vorgestellt. Wir sind jetzt in Lunenburg angekommen. Kleines Fischerdörfchen, sieht richtig süß aus hier. Ja, machen uns kurz fertig und dann wollen wir hier die Gegend ein bisschen erkundschaften. Los geht's! Take
wir gerade einen so netten Herrn getroffen. Er wohnt scheinbar in Lunenburg und hat uns ein bisschen was zur Geschichte erzählt von der Stadt, aber auch von diesem Schiff hier. Er hat nämlich auch dieses Schiff beobachtet und die Männer, wie sie dran arbeiten. Scheinbar wird es gerade für die Saison vorbereitet. Und ja, also ursprünglich war ja Lunenburg eine Fischer- und Schiffbaustadt. Das hat aber abgenommen. Heute ist Hummer groß im Geschäft. Anscheinend wurde hier in Lunenburg das weltgrößte Holzschiff gebaut, was heute noch in Betrieb ist. Wir haben es zwar noch nicht gesehen, aber mal schauen, ob das da irgendwo versteckt ist. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. In der Anfangszeit wurde Lunenburg besonders von Deutschen aus der Pfalz und Württemberg bewohnt. Jetzt mittlerweile empfinden sich alle als Kanadier, aber es sind auf jeden Fall auch diese bunten Holzhäuser hier oben im Zentrum, die die Stadt zu einem UNESCO-Weltkulturerbe machen. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung. Hier sieht man den deutschen Einfluss. Das ist das älteste Haus, wie es geschrieben steht. Pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wir sind wieder zurück bei Jimmy, beziehungsweise Jessie ist schon drin. Oder? Ja. Ja, Lunenburg hat uns sehr gut gefallen. Also dieses kleine Städtchen, bunte Häuser, direkt am Meer, aber also sehr speziell. Also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Und auch die Leute, die Menschen hier sind so entspannt. Auch dieser ältere Herr, mit dem wir eine gute halbe Stunde gesprochen haben, hat uns so viel über die Geschichte hier von Lunenburg erzählt. Ja, und auch, dass es im Sommer hier rappelvoll sein soll. Da sind wir richtig glücklich, dass wir praktisch alleine hier waren und dieses Städtchen so genießen konnten. So, aber jetzt geht's für uns. Ja, zum Schlafplatz. Zum Schlafplatz, genau. Tendenziell Richtung Norden auf jeden Fall wieder. Ja, wir wissen noch nicht, wo wir heute Nacht übernachten sollen. Wir sehen es dann.
Allzu weit sind wir gestern nicht mehr gekommen. Hier auf dem Parkplatz haben wir übernachtet. Genau hier. Ja, aber es war ziemlich ruhig. Auf der anderen Seite ist noch Canadian Tire. Da haben wir sehr gutes Internet gehabt. Und ja, wir waren heute früh noch einkaufen. Wir haben ein paar Erledigungen gemacht. Und ja, für uns geht es jetzt weiter, denn wir wollen uns heute noch etwas anschauen. Das sieht wieder so schön aus. Klar, heute ist das Wetter nicht mehr ganz so gut und auch das Wasser ist ziemlich aufgewühlt, also rau, aber trotzdem mit diesem kleinen Häuschen und ja, also uns gefällt es richtig gut und ja, ich glaube, weit ist es auch nicht mehr. Wir sollten, wie lange brauchen wir noch? Viertelstunde. Viertelstunde? 15 Minuten sollten wir da sein. Und wenn der Schulbus anhält, dann hält alles an. So ist richtig. Und da wären wir. Wir haben uns noch mal ein bisschen wärmer eingepackt, denn es scheint ein ganz schöner Wind zu gehen und es ist wirklich nicht mehr so schön wie gestern. Ja, es ist ziemlich frisch geworden. Aber es sieht schon richtig cool aus. Ja, Hier sind so die farbigen Häuser und da rundherum so graue, flache Felsen. So sieht schon cool aus. Also gehen wir mal näher ran. Ich wollte jetzt gleich noch im Visitor Center ein paar Infos holen und hier steht, dass sie zu haben und im Frühling wieder aufmachen, wenn die Saison anfängt. Wir haben Ende April. Scheinbar ist noch nicht Frühling genug. Es ist ja auch noch relativ frisch. Aber ja, wir sind wohl ein bisschen zu früh in der Season. Wir sind hier übrigens in Peggy's Cove. Das ist ein ehemaliges Fischerdorf. Heute ist es vor allem beliebtes Ausflugsziel von Halifax aus. Da wurde es uns auch mehrfach empfohlen. Aber es gibt auch heute noch ein paar Fischer, die aktiv sind. Wie in Lunenburg auch, konzentrieren sie sich vor allem auf das Hummergeschäft. Aber ja, die Boote sind dementsprechend schön anzusehen. Und auch hier sind natürlich wieder diese farbigen Häuser. Neben den bunten Häusern hier in Peggy's Cove ist das hier eines der Wahrzeichen. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. For better days to come and carry us like wind in our sails. Also mittlerweile ist es ganz schön frisch. Der Wind ist richtig eisig hier. Darum halte ich mich noch kurz. Ich will nur noch eine Info loswerden. Nämlich diese Steine hier, die da so flach wie abgeschliffen aussehen, sind tatsächlich abgeschliffen. Denn hier waren vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, noch Gletscher. Und die haben bis zum Nordpol gereicht. Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn.
dreamers of the shore. 7 years now on this boat, and we all know where we belong. Just wait. Es sind zwar wieder nur Steine, aber mit dem Leuchtturm hier hinten sieht das schon ziemlich cool aus. Und ja, endlich mal wieder Natur, endlich mal wieder im Van unterwegs zu sein, das tut schon wieder gut. Nicht wahr? Ja! Und bevor wir komplett einfrieren, verabschieden wir uns jetzt. Wir hoffen, dass euch Nova Scotia genauso positiv überrascht hat wie uns. Wir sind begeistert und mir ist schon der Mund eingefroren. Also, wir verabschieden uns. Wir sehen uns nächste Woche und ihr wisst, was zu tun ist. Bis dann. Tschüss. Tschuf, tschuf. Das ist aber ein Wellengang hier. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo der Leuchtturm ist? Wo, Entschuldigung? So lang. Da hinten? Ja. Okay, gut, danke. Tschüss. Tschüss.